Whenever I roam through roses, and lately I often do. 할로. 오랜만에 저희 vlog을 다시 보시죠. 오늘은 또 일요일이라서 이분이 오늘 요리를 하실 거랍니다. 자, 무슨 요리를 하실 거죠? Bratkartoffeln, Steak, Feldsalat. Mal was ganz Besonderes. Habe ich noch nie für dich gekocht. Zwei unterschiedliche Steaks. Die werden gerade etwas warm aus dem Kühlschrank. Bio-Kartoffeln und Feldsalat. Aber den Feldsalat, den möchte ich mit einer Honig-Senfsoße machen. Damit du mal andere Salatdressings von mir kennenlernst. Ich denke auch. 오늘은 남편에게 요리를 맡기기로 하고 제가 목소리가 지금 조금 이상하죠? 지난 오스트리아 여행 때 너무 진짜 여기저기 팔팔팔팔팔 거리면서 돌아다녔더니 결국에는 제가 그 다음날 아파버렸답니다. 지금은 그래도 조금 많이 나아진 상태고 약간 코감기, 코가 맹맹하고 그 다음에 이제 기침? 한 번씩 이렇게 하는 정도인데 저희가 오스트리아에서 독일로 돌아왔을 때는 저녁 되게 늦게 도착을 했단 말이에요. 그 다음날 아침에 바로 저희가 혹시나 해서 이제 아무래도 저희도 이제 해외 여행이다 보니까 이제 코로나 테스트를 바로 했는데 둘 다 이제 음성이 나왔어요. 음성이 나오고 근데 저는 계속 감기 기운이 있어가지고 조금 불안해서 또 이제 의사를 또 찾아갔더니 증상도 말하고 이제 상담을 받다 보니까 코로나는 아니라고 이제 안심을 시켜주더라고요. 약간 면역 체계가 좀 떨어져서 감기일 뿐이다라고 해서 그냥 감기약 추가로 이제 받아왔고 제가 독일 오기 전에는 몸이 더 약했는지 감기도 1년에 막 3-4번은 기본으로 걸리고 한 번 걸리면은 기본 2주씩 하고 그랬었거든요. 근데 저는 독일 오고 나서 감기도 진짜 1년에 한 번 이렇게 심한 거 한 번 정도 걸릴까 말까 하고 그리고 웬만하면 걸리려고 해도 약간 초기 단계에서 막 차를 많이 마시거나 막 그러기 때문에 매일매일 조금씩 이제 호전하는 게 이제 느끼니까 이제 좀 며칠 뒤면은 괜찮아질 것 같고 이런 날에 또 이렇게 밥을 해주는 남편이 있어서 정말 좋네요. Gern geschehen. 맞아요. 감사해요. 독일에서는 예를 들어서 감기가 걸려서 병원을 찾아갔을 때 한국처럼 주사를 한 대 놔준다든지 아니면 뭐 약을 센 약을 처방을 해준다든지 그런 경우는 거의 없고 차라리 따뜻한 물 많이 마시고 집에서 며칠간 푹 쉬어라 이런 식으로 진단을 많이 내려줘요. 그래서 그런지 몰라도 독일에서는 이렇게 차들이 되게 증상별로 여러 가지가 이렇게 나오거든요. 그래서 제가 지난 며칠 동안 감기차나 뭐 기침차 거의 다 마신 상태라서 지금 집에 몇 가지 지금 남아있는 걸 좀 소개시켜드리자면은 이게 지금 마지막 남은 지금 기침차고요. 배가 아플 때 뭐 소화제도 안 먹고 소화에 도움이 되는 차를 마시고 또 외로 안티스트레스 아니면 뭐 잠 안 올 때 마시는 차 이런 게 굉장히 많아요. 이거는 정말 그냥 드럭스토어 같은 데 가면은 그냥 다 판단 말이에요. 특히 이제 감기차, 켈퉁테 같은 경우는 저뿐만이 아니라 웬만한 집들에는 다 기본적으로 상비가 되어 있는 것 같아요. 약간 상비 감기약처럼 여기는 이제 차를 이렇게 좀 놔두고 있고 처음에는 저도 약간 답답한 거예요. 그냥 저는 빨리 그냥 효과 빠른 직방인 약 한두 개 먹어가지고 푹 자고 다음날 괜찮아졌으면 좋겠는데 여기서는 그렇게는 하진 않고 천천히 이제 내 자가 면역 체계를 이렇게 훈련을 시키면서 이렇게 병력과 맞서 싸우는 바이러스와 맞서 싸우는 강하게 키워내는 것 같아요. 그래서 장단점 같은 경우는 제가 이제 정말 약간 감기 초기 약간 딱 느낌이 왔다 하면은 바로 차를 한두 잔 마셔주면은 그 다음날 점점 괜찮아져. 감기 걸릴 뻔 했던 것도 까먹고 바로 괜찮아지고 정말 이렇게 좀 길게 좀 크게 아팠을 때는 오히려 좀 답답하죠. 왜냐면 차로는 분명히 안 되니까. 다행히 이번에는 이제 의사 선생님께서 따로 이제 처방해준 약도 있었고 하니까 조금 좀 빨리 낫는 것 같은데 어쨌든 이 차들 같은 경우는 제가 한국 갈 때나 아니면 소포로 보낼 때 부모님께도 좀 보내주는 차예요. 특히 이제 감기차라든지 소화불량 그 다음에 잠이 안 올 때 좀 한 잔 마시면 좋은 그런 차 이런 식으로 해가지고 전반적으로 맛있는 차들은 아니에요. 아플 때 이제 한두 잔씩 저녁에 마셔주면은 좋은 차라고 생각하시면 좋을 것 같고 어쨌든 며칠 안에 이 코맹맹한 목소리도 빨리 없어졌으면 좋겠고 빨리 맛있는 오늘 저녁을 먹고 내일이면은 나았으면 좋겠습니다. Als erstes den Honig, dann etwas Senf, Olivenöl, ein bisschen Essig. Meine Frau mag nicht so viel Essig, deswegen darf ich nur ein bisschen benutzen. Und dann im Rezept steht, man soll auch Chili-Pulver reinnehmen, dann nehme ich unser Chili-Salz. Pfeffer und jetzt bin ich gespannt.
Keine Ahnung, warum ich die Waage hier stehen habe. Ich habe nicht einmal auf die Waage geschaut. Die können wir auch wegtun. Endlich mal ein anderes Salatdressing, oder? Das haben wir jetzt ein sehr schön cremiges Salatdressing. Lecker Schmecker! So, dann gucken wir uns mal unser Fleisch an. Nummer 1, ich glaube, das ist mein Stück, Encontré. Und hier, ich glaube, das ist deins. Nein, das ist meins. Oh, dann ist das meins. 이거 제 거는 드라이지 않고 로스트 비프고 그다음에 스마틴 거는 노말레 앙트레코트. Voilà. 90% des Salats werde ich nachher essen, denn ich liebe Salat und meine Frau nicht so. Kartoffeln gekocht und jetzt werden sie noch in Scheiben geschnitten. Siehst du, was hier passiert? Ja, Mit Liebe. 맞아. Kochen ist so schwierig. Das muss ich immer konzentrieren. Wie oft hast du in deinem Leben schon Bratkartoffeln gemacht? Ich selber nie. Guck mal, dann kannst du von mir lernen. Für den Salat noch ein paar Tomaten. 맛있겠다. 네, 이게 살짝 기름에 튀겨지듯이 이렇게 바삭바삭해야 진짜 맛있거든요. Immer nach 1 Minute umdrehen, habe ich im Internet gesehen, deswegen habe ich hier noch Knoblauch vorbereitet. Wenn man das gut tut. Ist alles gut? Gut, schwer zu sagen. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Ja? Da macht so Öl drauf. Von meinem Fleisch muss ich jetzt raustun. Deshalb passiert noch ein bisschen entspannen. Und wir machen den Salat in der Zeit. Soll ich den Tisch vorbereiten? Sehr gerne. Okay. Hey, nice. 와우, 이거 봐봐. 너무 맛있겠다. Du musst es erstmal anschneiden, ob es auch wirklich so massiget da ist. 먹겠습니다. Da. 알겠습니다. Ich glaube, du musst von der Mitte anschneiden, oder? An der Seite ist so trüb. Was ist los? 맛있어. Lala, guck mal hier. 내 것도 봐볼까? Emir, Mitte. Lala. Ein bisschen probieren. Dankeschön. Nach so einem Abendessen hat man wieder Kraft. Kraft, um sich aufs Sofa zu setzen und heute Abend Netflix zu schauen. 또 맛있어. 간도 잘했고. 그리고 gut gesalzt, gut gewürzt. Das schmeckt auch gut. 바삭바삭. 고소한 진짜 맛있어. Wie lange haben wir keine Kartoffel bekommen? Seit ich diesen Low Carb Diät gemacht habe, haben wir gar keine Kartoffel gekauft. Und dann irgendwann mache ich es ganz locker, wie du jetzt siehst. Ich esse ja einfach so. Und ich habe dich gefragt, dass wir auch eine Kartoffel kaufen können. Das ist kein Problem, ich kann auch ohne Kartoffeln überleben. Das wundert mich. Ein Deutscher ohne Kartoffeln. Aber ohne Brot kannst du nicht leben, oder? Ohne Brot? In Korea habe ich 1 Jahr ohne Brot überlebt. Da gibt auch Brot. Was? Es gibt auch Vollkornbrot. Ich meine nicht nur so Ja, ganz Toastbrot. weiße.
Aber es gibt auch so um die Ecke gesundes Brot. Ich war einmal bei einer deutschen Bäckerei, aber da gab es auch nicht so das Vollkornbrot oder so. Ich meine, da gab es sowas, aber es war auch nicht richtig Panzer oder- Vollkorn. Ich glaube, weil das essen ja Koreaner nicht. Also das Brot, was ich normal esse. Aber zum Beispiel, da gibt es auch einen kleinen Kaffee in der Nähe von unseren Eltern. Wir kaufen ja auch diesen europäischen Stimmt, das war deutschen. gut, ja. Die sind gut, die sind sehr lecker. Also natürlich nicht von diesen typischen koreanischen Baguette oder so. Ich kenne Paris Baguette. Tous les jours. Mulla. Die verkaufen eher so süße, weiße, lecker. Willst du auch noch Salat? Tja, Ja, überrascht mich. weiter. Ich habe gesagt, das ist lecker. Es lügt dich nicht an. Lecker, oder? Das ist mein Glas. Meinst du schon leer? Ich wollte nur mal probieren. Schmeckt gleich, oder? Kann man nicht, sich nicht beschweren. Was ist Name? Was ist denn da? Ach, voll. Danke! Lieb von mir! Ich bin krank. 감기를 이겨내기 위해서는 과일 섭취죠. 복숭아랑 키위 2개. 그래서 du isst keine, oder? Manche. 아플 때는 가리지 않고 좋은 거 많이 먹어야 돼. Ups, jetzt gucken wir Nachrichten. werden 진짜 als 안 먹어? Truppen im Kontakt mit unseren westlichen Partnern für Stabilität in Afghanistan. 저희가 요즘 보고 있는 넷플릭스 드라마예요. The Bridge라고 스릴러 드라마인데 슈웨드스oder? Nordwendin. Schwedisch und Dänisch. Also The Bridge ist eine Krimiserie und es hat angefangen, als auf der Brücke zwischen Dänemark und Schweden eine Leiche gefunden wurde und zwar genau an der Grenze zwischen den Ländern und die Leiche war genau in der Mitte durchgeteilt hier und die eine Hälfte lag in Dänemark und die andere Hälfte lag in Schweden und jetzt versucht die Polizei den Mörder zu finden. 맞아. 그래서 지금 슈웨디시 경찰이랑 덴마크 경찰이랑 같이 협조를 해가지고 지금 범인을 찾고 있어요. 스웨덴어로 말하고 있어가지고 저희는 독일어로 듣고 저는 또 독일어 자막으로 제가 자막이 그래도 필요해요. 이걸로도 조금은 스트레스 좀 덜 받게 독일어 외국어 공부에 도움이 되지 않을까. 그래서 Was denkst du bisher? Also, ich habe nicht vom Anfang an geschaut. Ich habe wahrscheinlich vom Episode 3 oder 2. Ich habe nur den Episode 1 nicht gesehen. Wie gerade erklärt. Ich finde auch interessant. Jetzt schaue ich auch zusammen. 지금까지는 뭐 나쁘지는 않은 것 같아요. 재미있어. 그래? Würdest du wirklich so empfehlen? Ich finde es gut, aber ich mag auch Crime, Thriller. 나도. Und ich finde, skandinavische Crime-Filme sind immer noch besonders. Das sind noch grausamer. Grausamer, depressing, 맞아. härter. 맞아. Und dann auch, wenn du schaust, diesen Film ist generell auch Graueffekte. Also Ja. du würdest nie sehen, die Sonnenschein oder so, immer so bewolkt und so. Nebel. Ich glaube, in amerikanischen Crime oder Thriller, da sind entweder die Action. Die Darsteller so super schön, irgendwelche schönen Frauen oder schöne Männer oder immer lustig und machen irgendwelche Witze und super entertaining. Und viel Action und Heroes. Und hier in skandinavischen Filmen die brutale Wahrheit, bitter und traurig. Und ich glaube, ich mag solche Sachen, weil mein Leben ist sunny. Ich habe ein Sunshine-Leben und deswegen mag ich so dunkle Sachen. 그러면은 저희는 오늘 저녁에 The Bridge를 계속 볼 겁니다. 그리고 너무너무 재밌으면은 나중에 제가 따로도 추천을 드릴게요. 오케이? 오케이. Was machst du? 몰라.